So, hallo liebe Lauffreunde, hier ist wieder euer Laufbodo. Es ist Donnerstag, der 3.7. und ich melde mich hier aus der schönen Stadt Berlin und möchte jetzt spontan doch ein kleines Video drehen aus meiner Reihe Ich erlaufe mir eine Stadt. Und ja, wie gesagt, spontan dazu entschieden, habe mir ein paar Fixpunkte ausgesucht, wo ich langlaufen werde. Und wer noch nicht in Berlin war, ich hoffe, der wird hier ein paar nette Anregungen finden. Ich bin hier im Stadtteil Prenzlauer Berg an der Schönhauser Straße. Da gibt es auch eine U-Bahn-Station und die führt, wenn man hier nach Norden weiterfährt, fährt hier der Sonderzug nach durch, wohin die älteren Semester erinnern sich vielleicht. Der Udo fährt hier durch im Sonderzug nach Pankow. Aber ich will nicht nach Norden raus, sondern eher nach Süden, Bundeskanzleramt und so weiter. Und das werde ich euch jetzt zeigen. Und ja, ich laufe jetzt erstmal los. Das wird wahrscheinlich eine halbe Stunde oder so dauern. Dann bin ich am Hauptbahnhof. Und von da aus geht es dann zur Villa, wo der Bundespräsident wohnt. Siegessäule, Bundestag oder Reichstag und ja, noch ein paar andere Orte. Ich hoffe, euch wird es gefallen. Schauen wir einfach mal, vielleicht erlaube ich mich und mache gar kein Video draus. Wir werden einfach sehen. So, jetzt soll es erstmal losgehen. So, nach 3 Kilometern kommen wir am ersten wichtigen Punkt vorbei. Hier ein Stück Mauer und hier das Dokumentationszentrum an der Mauer. Als erster wichtiger Punkt für Berlin-Besucher, die sich vielleicht mal ablaufen sollten. So, das sind noch 3 Kilometern, noch ca. 3 Kilometer, glaube ich, und dann bin ich beim Bundespräsidenten von hier aus. Schauen wir mal, ich werde mich beeilen. So, nach knapp 5 Kilometern und einer halben Stunde bin ich hier irgendwie am Alexanderufer gelandet, eben an der Charité vorbei. Hier ist ein schöner Kanal durch am Alexanderufer und irgendwas Besonderes muss hier sein, weil auf der anderen Seite, sieht man gerade nicht, da ist eine monsterlange Schlange für irgendwas. Aber gut, das ist jetzt nicht mein Thema. Hier geht es erstmal weiter geradeaus zum Hauptbahnhof. Aber trotzdem ganz schön lange Schlange. Auf der anderen Seite sieht man das. Egal. Da drüben ist der Hauptbahnhof. Großes Ding. Hier los hier, geiles Wetter übrigens. So, und gleich kommen wir schon zum ersten Highlight der Tour. Da vorne rechts, Schloss Bellevue, da wohnt unser Bundespräsident. So. Wir laufen hier südlich auf der Paulstraße und ja, schade, dass das gerade ein bisschen gegen die Sonne geht. Aber vielleicht kann man das auch ein klein bisschen erkennen. Kleinen Eindruck bekommen. So. Dann laufen wir jetzt noch ein bisschen geradeaus. Da vorne kommen wir gleich zur Siegessäule. So, aber erst noch mal ein bisschen das schöne Schloss Bellevue. Habe ich schon gesagt, dass das Wetter schön ist heute? Nicht so heiß, so wie die letzten Tage. So, in einer Minute dann an der Siegessäule. So, da sind wir schon an der Siegessäule. Da laufe ich jetzt einmal hier schön um den Kreisverkehr herum. Und da würde ich sagen, dann geht es die Allee des 17. Juni oder so heißt das da hinten lang. Richtung und dann abbiegen Richtung Reichstag. Den laufe ich dann als nächstes an. So, aber jetzt einmal rum um den Kreisverkehr hier. So, das war die Siegessäule gegen die Sonne. Und jetzt geht's hier auf der Straße des 17. Juni Richtung Brandenburger Tor. Aber vorher biegen wir noch mal Richtung Norden ab und erstmal zum Bundeskanzleramt und zum Reichstag und dann das Brandenburger Tor. Und ja, und dann schauen wir mal weiter, wie wir vielleicht hier nach Hause kommen. Vielleicht verlaufe ich mich auch wieder. Bis gleich. So, hier schauen wir mal, da hinten ist die Siegessäule und da hinten ist das Brandenburger Tor. Und wir laufen jetzt mal hier quer durch und schauen mal, was wir da Schönes finden. Nett. So, hier kommen wir schon ans Bundeskanzleramt.
Und hier hängt man wohl abends ein bisschen ab. Naja, schön hier. So, da ist auch schon der Reichstag. Eigentlich wollte ich hier an der Spree entlang ans Bundeskanzleramt rum. Aber alles Baustelle da hinten gerade. Deswegen laufe ich jetzt hier erstmal links und da runter zur Spree zum Hauptbahnhof, weil das so schön dort ist. Ja, ein bisschen windig, weiß ich nicht, nochmal Blick zurück. Und kurzer Schnitt. Hier dann das Bundeskanzleramt, falls das jemand noch nicht aus der Nähe gesehen hat. So wie ich eigentlich, muss ich sagen. Ja, Polizeipatrouille. Und das sieht schon imposant aus. So, hier sind wir jetzt unten an der Spree, da ist das Bundeskanzleramt. Aber jetzt laufen wir ein bisschen an der Spree entlang. Und ja, hier ist echt eine schöne Joggingstrecke. So. Da drüben der Hauptbahnhof, den wir eben schon von der anderen Seite gesehen haben. Ein bisschen Sonnenuntergang. Ja, so lässt sich hier laufen in Berlin. Ja, hier findet dann wohl offensichtlich auch ein Tanzcafé statt. Auch nett. Aber generell wollte ich sagen, ich glaube, hier habe ich ja auch schon ein Video gedreht. Und zwar letztes Jahr im Mai, glaube ich. Ja? Heidi Challenge. 5 Tage in und um Berlin laufen. So. Weil das ist hier ein recht imposantes Ufer. So, hier laufen wir gleich mal am Reichstag lang. Steigern das Bruttosozialprodukt. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Ja, hier findet der 80er Jahre wohl ein bisschen Deutschunterricht, Deutschgeschichtsunterricht statt. Die Forderungen nach demokratischen Rechten und freien Wahlen werden immer lauter. Wie cool ist das denn? Aber das ist jetzt heute nicht unser Thema. Kommt nach Berlin und hört es euch selbst an. Aber längst nicht alle Da DDR-Bürger, kennt man die Gänsehaut. Aber demonstrierend ich muss auf die jetzt weiter. Straße gehen wollen. So, hier sind wir am Reichstag. Ist alles schon ein bisschen imposanter hier. Da haben wir die europäische Flagge. Ja. Naja, so. Das war der Reichstag. Oder ist der Reichstag. Und wenn ihr es auf der Karte nachgucken wollt, ich laufe jetzt runter nach Süden zum Lützow-Kanal. Und da mal ein bisschen lang. Soll auch schön sein. So, und kurz im Reichstag, da haben Sie vergessen, das Brandenburger Tor. Da laufen wir jetzt hier schön vorbei. Da hinten ist der Fernsehturm. Und da hinten ganz am Ende ist die Siegessäule, wo wir vor ein paar Kilometer waren. So, jetzt mal auf, ich verplante hier wieder viel Zeit mit Sightseeing. Und da hinten ist noch ein Mahnmal, da müssen wir auch vorbeilaufen. So, und jeder, der nach Berlin kommt, der sollte auch unbedingt hier mal durchgehen. Das ist schon ein besonderes, teilweise beklemmendes Erlebnis, was man hier hat.
So, bis hier wollte ich. So, hier wollte ich mal nichts kommentieren. Das muss man hier einfach mal auf sich wirken lassen. Ein Must-Visit, wie man so schön sagt in Berlin. So, aber wie gesagt, jetzt habe ich 11,5 Kilometer, über eine Stunde rum, aber ich mache ja auch hier Pause viel. Jetzt geht es Richtung Süden, Richtung Lützow-Kanal, ein bisschen nach Osten am Kanal entlang und dann mal gucken, ob ich den Sonderzug nach Pankow nehme oder das laufe. Schauen wir mal, ich melde mich. So, da sind wir auch schon am Potsdamer Platz. Hier Haltestelle. Und hier ist irgendwie Berlin, ist irgendwie alles ein bisschen größer. Das ist man als Kölner gar nicht so gewohnt. So, da laufen wir jetzt aber mal rüber. Echt modern geworden hier Berlin. So, aber nun weiter im Takt. So, prinzipiell ganz schön hier am Lützow-Ufener. Aber ist hier gerade Baustelle die ganze Zeit, das ist nicht so schnell. Aber hier mal ein Windradflügel aus der Nähe. Und warum? Wir sind hier am Technikmuseum. Muss man auch mal gesehen haben, wenn man in Berlin zu Besuch ist. So. Und weiter geht's im Text. Ups, hier ist irgendwie Ende. So, Sportsfreunde, nach knapp 15 Kilometern sind wir hier am Hallischen Tor. Und hier war ich ganz sicherlich auch bei Heidi's Challenge, kann ich mich erinnern. Hier war es nämlich verdammt laut. Hier laufen wir gerade nämlich unter der U-Bahn durch. Keine Ahnung, welches das ist, Hallisches Tor. Und jetzt laufen wir auf einer ganz, auch wieder historischen Straße lang, die Friedrichstraße. Und da laufen wir jetzt mal Richtung Norden und dann schauen wir mal, wo uns das hinführt. Das geht jetzt hier lang, Hallisches Tor sind wir. Wichtige Haltestelle, Friedrichstraße. Nach Norden. Und dann kommen wir nämlich gleich zu einem ganz wichtigen Platz. Hier nicht. Aber weshalb wir viele internationale Gäste haben. Bis gleich. Und by the way, das vierte durch Kreuzberg. So ein kleiner Brennpunkt Berlins, merke ich gerade. So, was hier für Publikum rumsitzt und sich aufhält und den Abend genießt. So, aber weiter geht's. So, und da kommen wir jetzt zu dem nächsten wichtigen Punkt, weshalb wir auch viele internationale Gäste in Berlin haben. Checkpoint Charlie. Hier wurden früher dann Kriegsgefangene ausgetauscht und ja, hier sieht man das Denkmal dazu. Ich glaube, allein dafür und für das andere Denkmal will ich dieses schöne Video mit englischen Untertiteln versehen, damit sich meine amerikanischen Freunde und jeder sonst sich hier noch mal ein paar historische Plätze angucken können. Weil im Moment haben unsere amerikanischen Freunde ja auch so ein Problem, wie wir vor fast 100 Jahren hatten. Zumindest steuern sie ziemlich sicher darauf zu. So, deshalb ein kleines Erinnerungsvideo. Wir sind nämlich da hinten vorhin am Mahnmal auch an der Hannah-Arendt-Straße entlang gelaufen. Die ist den drüben den Amerikanern nämlich auch ein Begriff, glaube ich, die Hannah Arendt, zumindest die im Geschichtsunterricht aufgepasst haben. So, auf geht's weiter nach Norden, Richtung Prenzlauer Berg. Schauen wir mal, wie lange wir brauchen. So, hier sind wir jetzt unter Linden. Da hinten in der Ferne ist das Brandenburger Tor. Und da laufen wir jetzt aber nicht lang. Ich habe mich gerade ein bisschen verlaufen. Wir laufen jetzt hier lang. Da hinten Richtung Fernsehturm oder wo es auch immer lang geht. Das erwarten, dass grün wird. Ist noch ein bisschen dichter da hinten. Wo sind wir hier? Ah, Humboldt-Universität lese ich gerade. Und ich würde mal wetten, ohne dass ich es weiß, das ist der alte Fritz. Aber das ist die Humboldt-Uni hier. Na, das ist ja mal beeindruckend. Das muss er noch mal ein klein bisschen wirken lassen. Schon beeindruckend. Nice View. So, hier laufen wir gerade über die Museumsinsel, so heißt das hier. Nice. Und hier laufen wir jetzt einfach, wie ich gerade auf Google Maps gesehen habe,
Einfach immer weiter nach Norden. Und da sind wir schon in 2 oder 3 Kilometern am Prenzlauer Berg. Ui, das ist aber... Ui, ist das nice hier. Also, ich würde mal sagen, Berlin im Sommer, wenn es nicht zu heiß ist, auf jeden Fall mal eine Reise wert. Oder? Was sagt ihr? Nice. So, bis gleich. So, und was ist das jetzt so für ein netter Park? Das muss ich gleich vielleicht danach einblenden. Hier steht nämlich irgendwie noch so ein Turm. Ich glaube, da muss ich jetzt erstmal hochgehen. Und dann blende ich euch gleich ein, was das hier für ein Turm ist. So ein nettes kleines Plätzchen hier zum Chillen abends. So, und das ist der Rastplatz. Muss ich nachgucken zu Hause. Nett. Gleich zu Hause. So, Sportsfreunde, da bin ich wieder an meinem Startpunkt. Aus dem Hipsterviertel, eine Runde durch Berlin, wieder ins Hipsterviertel zurück. Es ist jetzt kurz nach 9:30. Ich bin knapp 22 Kilometer gelaufen. In knapp über 2 Stunden Laufzeit. Alles andere ist Sightseeing, was ihr gesehen habt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ja, habt ein klein bisschen Bock auf Berlin bekommen für einen kleinen Besuch. Ist immer eine Reise wert. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann gerne ein Like hinterlassen. Natürlich auch abonnieren den Kanal dürft ihr auch, wenn ihr wollt. Und ansonsten, was bleibt sonst noch zu sagen? Ja, Knie hält immer noch. Und Wiesbaden ja gut überstanden. Nächstes Wochenende oder die Woche auf das nächste Video kommt auch aus einer interessanten Gegend. Ich hoffe, es wird nicht zu warm sein zum Laufen. Lasst euch überraschen. Ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen. Außer, wie immer, ich hoffe, ihr könnt das Wetter genießen. Seid ein bisschen in Bewegung. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Laufbodo. Oh, ganz vergessen. Und für die ganz Interessierten, glaube ich, packe ich hier hinten dran noch einen kleinen Screenshot von Strava, meine Runde. Wer wissen möchte, wo ich war. Und dann auch ein paar schöne Fotos, die ich auf der Strecke gemacht habe. Falls das auf dem Film nicht so gut rauskam. So, das war's jetzt aber. Bis zum nächsten Mal.